Einweihung in der Pyramide von Gizeh. Eine geführte Visualisierung. In dieser geführten Visualisierung wirst du zu der großen Pyramide in Ägypten reisen, wo sich vor 6000 Jahren die Nachfahren von Atlantis, welche Söhne der Götter genannt wurden, einer Reihe von spirituellen Prüfungen, genannt Einweihungen, unterzogen. Diese Einweihungen dienten dazu, die spirituelle Bewusstseinsentwicklung der Einweihungsschüler zu beschleunigen. Die frühesten Pharaonen Ägyptens waren Eingeweihte von höchstem Rang. Sie waren für ihr Volk sowohl König als auch Priester und konnten somit die geistigen Prinzipien auf der Erde verankern. Bitte mach es dir bequem, entweder im Sitzen oder im Liegen. Lockere deine Kleidung, damit sie dich nicht einengt, und schließe deine Augen. Jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit nach innen und beginne tief und gleichmäßig zu atmen. Das Geheimnis beim tiefen Atmen liegt ganz in der Ausatmung. Je mehr du ausatmest, umso mehr wirst du einatmen. Also atme die ganze Luft aus den Lungen vollständig aus. Mach mit dieser Art von langsamer, tiefer, gleichmäßiger Atmung weiter, während ich spreche. Wenn du diese Art von tiefer Atmung nur ein paar Minuten pro Tag durchführst, senkst du deinen Blutdruck, dein Herz schlägt langsamer und du wirst in einen meditativen, ruhigen und entspannten Zustand eintreten. Nun, da du vollkommen entspannt und im Frieden bist, geh mit deinem inneren Auge in der Zeit zurück zur Ebene von Gizeh in Ägypten, wo die große Pyramide von Cheops stand. Sieh, wie sie von weißem, kristallinem Stein umhüllt ist, so dass sie die Energie der Sonne anzieht, die sie mit Kraft erfüllt. Die Pyramide wurde genau in der Mitte der Landmasse der Erde erbaut. Und sie steht dort seit Tausenden von Jahren und wird dort noch weitere Tausende von Jahren stehen. Nun stell dir vor, dass du in einer Prozession gehst, die sich hinauf zur großen Pyramide bewegt, und dass sich alles auf dich konzentriert. Denn du bist im Begriffe, dich einer Reihe von Prüfungen zu unterziehen, um deine Bewusstseinsentwicklung zu beschleunigen und dich für eine Welt von unbekannten, aber positiven Möglichkeiten zu öffnen. Du hast dich auf dieses Ereignis seit vielen Jahren und Lebenszeiten vorbereitet, ob dir das nun bewusst ist oder nicht. Schau an dir herunter. Wie bist du angezogen? Bist du dieselbe Person
wie in deinem gegenwärtigen Leben? Oder siehst du anders aus? Falls du anders aussiehst, hast du diese Einweihung vielleicht in einem anderen Leben erfahren? Welche Gedanken und Gefühle bewegen dich, während du langsam auf die Pyramide zugehst? Nimmst du irgendwelche Musik, Klänge oder einen Duft wahr, der diese Prozession begleitet? Gibt es irgendetwas anderes, das dir auffällt? Am Eingang zur Pyramide warten 4 Priester auf dich. Sie sind gekleidet wie die 4 Söhne des Horus. Diese Söhne des Horus sind der Affe, der Schakal, der Mensch und der Falke. Für die Menschheit war Horus zu jener Zeit die ägyptische Entsprechung zu einer Erlöser- oder Christusfigur. Und jeder dieser Tierwächter repräsentiert einen anderen Aspekt eines Erlösers. Und jeder von uns muss die Qualitäten, wofür diese Aspekte stehen, für sich selbst ebenfalls erwerben. Jeder Wächter repräsentiert ein unterschiedliches Organ deines Körpers. Und jeder wird deine Errungenschaften in eben diesem spezifischen Bereich testen. Am Eingang der Pyramide begrüßen dich diese Wächter und führen dich hinab durch mehrere Tunnel, bis du zur Königskammer kommst, wo im alten Ägypten die 3. und 4. Einweihung stattfanden. In diesen Einweihungen gaben sich die einzelnen Menschen dem göttlichen Gesetz hin und läuterten sich von jeglichem noch vorhandenem Karma, das dieser Weihe im Wege stand. Das ist der Grund, warum du hierher gekommen bist. Wie sieht die Königskammer aus? Was ist dein erster Eindruck? Am hinteren Ende der Königskammer siehst du einen großen Sarkophag aus schwarzem Basalt. Er ist wie ein Sarg geformt und hat gerade die richtige Größe, um meinen menschlichen Körper aufzunehmen. Die 4 Wächter stellen sich an die 4 Seiten des Sarkophags und warten darauf, dass du dich hineinlegst. Welche Gefühle hast du, während du dich in den Sarkophag legst? Und jetzt entspanne dich. Liege ruhig auf deinem Rücken und erlaube dem Prozess zu beginnen. Der Affenwächter, der im Osten steht, bittet dich, deine Lunge zu untersuchen.
und zu schauen, ob sie richtig funktioniert. Die Lunge ist der Blasebalg, durch dessen Luft das Feuer in deinem Herzen, wo die dreifache Flamme der Liebe, der Weisheit und des göttlichen Willens wohnt, angefacht wird. Wenn du Angst hast, ist deine Atmung nicht tief oder gleichmäßig genug. Überprüfe, ob in deinen Lungen und in den Eigenschaften, für welche die Lunge steht, ein Gleichgewicht herrscht. Die Qualitäten von Glaube und Vertrauen in den göttlichen Plan des Schöpfers werden jegliches Ungleichgewicht korrigieren. Und wenn in dir genügend von diesen Qualitäten Glaube und Vertrauen vorhanden ist, wird der Affe dir erlauben, mit diesem Prozess fortzufahren. Sieh, wie das jetzt geschieht. Nun bittet dich der Schakalwächter, deinen Magen zu untersuchen, um zu sehen, ob er richtig funktioniert. Der Magen ist gleichbedeutend mit dem Feuer, welches all das, was du in ihn hineinbringst, verdaut. Sind deine Gedanken und Gefühle gute Nahrung für deinen Magen? Oder hegst du Zorn und Groll gegen andere? Um diese negativen Emotionen zu korrigieren, fühle, wie du erfüllt bist von Harmonie und Wohlergehen, sowohl für dich als auch für andere. Sieh, wie du das jetzt tust. Wende nun deine Aufmerksamkeit dem dritten Wächter zu, dem Menschen. Dieser Wächter bittet dich, deine Leber zu untersuchen, um zu sehen, ob diese richtig funktioniert. Die Leber ist in deinem Körper für die Liebe verantwortlich. Wenn du dich ungeliebt fühlst oder wenn du zu viel Liebe für dich selbst willst, wird deine Leber nicht richtig funktionieren. Um das zu korrigieren, fühle die Liebe Gottes für dich und teile diese Liebe freigebig mit anderen. Sieh, wie du das jetzt tust. Als letzter bittet dich der Falkenwächter, deine Eingeweide zu untersuchen, ob diese richtig funktionieren. Die Gedärme entscheiden, was behalten wird und was aus dem Körper ausgeschieden werden soll. Wenn du gierig bist oder versuchst, an Dingen festzuhalten, die nicht länger angemessen sind, wirst du Schwierigkeiten in deinen Eingeweiden erfahren. Um dies zu korrigieren, gib deinen Willen dem göttlichen Willen hin. Sieh, wie du das jetzt tust.
Diese Wächter, die 4 Söhne des Horus, werden jetzt entscheiden, ob du genügend dieser Qualitäten in dir hast, um diesen Prozess fortzusetzen. Wenn das der Fall ist, werden sie jetzt den Deckel auf den Sarkophag legen und ihn versiegeln. Du brauchst keine Angst haben, da es unwahrscheinlich ist, dass du diese Erfahrung erleben würdest, wenn du dafür nicht genügend vorbereitet wärst. Nur denjenigen, welche die rechte Motivation besitzen und diese Einweihungen voraussichtlich bestehen werden, wird erlaubt, sich diesen zu unterziehen. Du hast deine positiven Qualitäten nicht nur in diesem Leben, sondern auch in anderen Leben aufgebaut. Und was jetzt geprüft wird, ist die Summe all dessen, was deine Seele ist. Also entspanne deine Muskeln und deinen Atem und wende dich nach innen. Fahre fort, gleichmäßig zu atmen und entspanne dich. Du wirst dem großen Initiator begegnen, demjenigen, der dir am Tag des Gerichts helfen wird, dich selbst zu beurteilen. Der große Initiator, der gefürchtet und verehrt wird dir einige Fragen stellen. Nimm nun einen tiefen Atemzug und atme wieder aus. Dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu dem dunklen Raum, der hinter deinem 3. Auge liegt. Aus dieser Dunkelheit erscheint eine dunkle Wesenheit, der große Initiator, der an der Schwelle wohnt. Wie ist dieses Wesen gekleidet? Und welche Gefühle empfindest du für dieses Wesen? Dieses Wesen wird dir eine Reihe von Fragen stellen. Und die Antworten werden spielend zu dir kommen. Wer bist du? Was ist deine Lebensaufgabe? Erfüllst du diese Aufgabe? Nimm dir eine Minute Zeit, um dein gesamtes Leben vor dir ablaufen zu lassen, so dass du siehst, was du richtig und was du falsch gemacht hast oder was du unterlassen hast. Der Initiator wird dir die Konsequenzen deines falschen Verhaltens aufzeigen, sowohl für dich selbst als auch für andere. Was siehst du? Der Initiator wird dir auch die Konsequenzen deines positiven Verhaltens zeigen, sowohl für dich als auch für andere.
Was siehst du? Vergib dir selbst und vergib den anderen für Verhaltensweisen, die nicht positiv waren, und sieh alles in korrigiertem Zustand und ideal, so wie es sein sollte. Tu das jetzt. Es ist immer wichtig, deine Irrtümer und auch die Irrtümer anderer Menschen in korrigiertem Zustand zu sehen und so, dass dies tatsächlich erreicht worden ist. Denn in anderen Reichen ist das tatsächlich der Fall. Und lediglich im Physischen muss es korrigiert werden. Gibt es noch irgendetwas, das du in deinem physischen Bereich noch verändern musst, das noch nicht erledigt ist? Wenn dem so ist, dann sieh, wie dies jetzt geschieht. Gut. Der Initiator stellt dir eine letzte Frage. Bist du bereit, deine Bindungen an dein niederes Selbst aufzugeben? An deinen physischen Körper, an Gefühle und Beziehungen, an Gedanken und Konzepte? Wenn die Antwort Nein ist, dann wirst du jetzt in einen erholsamen Zustand gleiten und später wieder aufwachen. Wenn die Antwort Ja ist, wird der Initiator jetzt seine Hände auf deine Stirn und deinen Nacken legen. Diese Hände öffnen die Türe zu einem Wissen über alles, was du warst, was du bist und was du sein wirst. In dem Moment, in dem dies geschieht, nimm einen tiefen Atemzug, um die ewige Flamme der Liebe, der Weisheit und des göttlichen Willens in deinem Herzen anzufachen. Und fühle, wie die Flamme mit jedem deiner Atemzüge größer wird, bis die Qualitäten der Liebe, der Weisheit und des göttlichen Willens aus dir hinausfließen, hinein in die Welt, während du selbst dich dem Dienst an der Welt weihst. Wenn du damit fertig bist, bedanke dich beim großen Initiator dafür, dass er dir heute geholfen hat. Und wenn du bereit bist, sieh, wie sich der Deckel des Sarkophags öffnet. Du wirst zurück in deinem neuen Leben willkommen geheißen. Von den 4 Wächtern, den 4 Söhnen des Horus. Das ist damit gemeint, wenn wir davon sprechen, wiedergeboren zu werden. Achte darauf, mit welchem Namen sprechen dich die Wächter an.
Überreichen sie dir etwas? Oder machen sie irgendetwas mit dir? Wenn sie fertig sind, bringen sie dich zum Eingang der Pyramide zurück, wo du dein neues Leben betreten wirst. Du wirst dich an alles erinnern. Nimm dir eine Minute Zeit, um zurückzukommen. Und wenn du bereit bist, wirst du deine Füße wieder spüren, deine Beine, deinen Rumpf, deine Arme und deinen Kopf. Nimm einen tiefen Atemzug und atme wieder aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam deine Augen.